schlimme Männergrippe ist auf jeden Fall, wenn es mich so umhaut, dass ich wirklich sage, mir tun die Knie weh, die Gelenke weh, Kopfschmerzen, Schnupfen, Husten. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, das ist so. Also man merkt es schon so ein bisschen. Die Nase fängt erstmal an zu laufen. Und dann juckt es auch ein bisschen, ja. Und da geht es eigentlich schon los. Man ist hilflos. Und du stellst mich immer viel zu weicherhaft dahin. Also er sagt, er ist nicht hinfällig, aber er ist hinfällig. Er will das vielleicht auch nicht zugeben, aber das stimmt. Warum sind ausgerechnet Männer von dieser Erkrankung so schwer betroffen? So sehr, dass sie sogar als eigene Krankheit, eben als Männerschnupfen bezeichnet wird. Ist es wirklich bloß Wehleidigkeit, die Männer hier plagt? Lässt sich ihr Empfinden, bei Erkältung besonders schwer zu leiden, einfach so vom Tisch wischen? Selbst die moderne Wissenschaft versucht, das Rätsel zu lösen. Sind Frauen vielleicht schmerzunempfindlicher? Oder sind Männer einfach wehleidige, in Selbstmitleid zerfließende Individuen? Hallo Schatz. Stefan. Hallo. Eine Frau überwindet eine Erkältung anders wie ein Mann. Auf alle Fälle anders. Ja, denke da. Ja, klar. Sie meinen, dass Männer mehr unter dem Schnupfen leiden? Dazu kann man aus immunologischer Sicht erstmal nichts sagen. Das wäre ein psychologisches Phänomen, wenn es denn stimmt. Die Frage ist, ob Männer häufiger Schnupfen kriegen oder, wenn sie ihn haben, schwerer dran erkranken als Frauen. Das Immunsystem beim Mann ist gestörter als bei einer Frau. Fakt ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich funktionierende Immunsysteme haben. Das zeigen Forschungen an chronischen Entzündungen, die Professor Thomas Kamrath an der Uni Jena durchführt. Das Immunsystem der Männer ist oft schwächer. Zur Erkältung gibt es ja keine Untersuchungen zu. Es gibt aber Untersuchungen aus anderen Erkrankungen, schwereren Erkrankungen. Zum Beispiel bei der Sepsis, der sogenannten Blutvergiftung, ist es so, dass Männer, die an Sepsis erkrankt sind, ein höheres Risiko haben, daran zu sterben als Frauen. Sie reagieren also anders. Doch was ist der Grund für den Unterschied? Dazu gibt es die unterschiedlichsten Theorien. These Nummer 1: Die Hormone sind schuld. Männliche Hormone schwächen demnach das Immunsystem, während weibliche Hormone es besser schützen. Vollgepumpt mit Testosteron seien Männer besser für den Kampf und die Jagd gerüstet und könnten sich besser fortpflanzen. Der Preis dafür sei ein schlechteres Immunsystem. Denn das bräuchten Männer einfach nicht, weil sie eher an Jagdverletzungen sterben würden als an Infekten. Doch ist das logisch? Ich meine, bei einer Männergrippe steht man nah am Tod. Wenn man dann sterben würde, dann könnte man sich als Mann auch nicht fortpflanzen. Also halte ich davon nicht so viel. Bringt ja nichts, wenn du vorher stirbst, bevor du Kinder hast. Vielleicht habe ich ja welche. Ach so. These Nummer 2: Intelligente Viren sind schuld an der Misere der Männer. Demnach seien Erkältungsviren äußerst schlaue Kerlchen. Sie würden das weibliche Immunsystem gezielt verschonen, um so besser deren Nachwuchs infizieren zu können. Nur bei Männern schlagen die Viren dann gnadenlos zu. Doch ist das plausibel? Die sagen doch nicht, ach, du bist ein Mann, da greifen wir jetzt mal an. Das weißt du doch gar nicht. Oder Nee, hast du mit einer gesprochen? Das halte ich für sehr weit hergeholt. Erstmal ist Intelligenz sicherlich keine Kategorie, wenn man von Viren spricht. Es ist schon so, dass es erfolgreiche Viren gibt, die den Wirt lebenslang besiedeln können, ohne viel Schaden anzurichten. Also ja, es gibt erfolgreiche Strategien für Viren. Das ist den Wirt möglich am Leben erhalten. Aber dass Viren zwischen Männern und Frauen unterscheiden, ist biologisch nicht begründbar. Es gibt aber noch eine dritte Theorie und die hat mit den Mikroorganismen zu tun, die unseren Körper ganz alltäglich besiedeln. Das sogenannte Mikrobiom, ohne das wir nicht überleben könnten und das inzwischen intensiv von der Wissenschaft erforscht wird. Das Mikrobiom, die Gesamtheit der Organismen, die uns besiedeln, beeinflusst durch seine Stoffwechselprodukte unser Immunsystem. Das hat viel mit dem Darm zu tun. 2/3 aller Immunzellen des Körpers befinden sich hier. Dazu rund 100 Billionen Bakterien, die eine wichtige Rolle im Stoffwechsel spielen. Mit der falschen Ernährung können allerdings schädliche Bakterien gefördert werden, die das Immunsystem schwächen. These Nummer 3 lautet demnach: Man ist so gesund, wie man isst. Ich glaube, dass sich die meisten Männer eigentlich eher ungesund ernähren. Das heißt,
wenig Vitamine. Ja, Obst und Gemüse. Jeden Nicht so viel Fleisch, ja. Jeden Tag Gemüse. Die Ernährung beeinflusst durchaus das Mikrobiom. Also der Klassiker, faserreiche Ernährung begünstigt andere Bakterien im Darm als eine Fastfood-Ernährung. Das andere ist aber auch, dass Hormone das Mikrobiom beeinflussen. Testosteron begünstigt andere Bakterien im Darm als Östrogene. Also doch die Hormone, aber zusammen mit einer typisch männlichen Ernährung. Ist das die Ursache für den kleinen Unterschied bei der Erkältung? Darauf deuten zumindest Versuche an Mäusen hin. Dann könnte man sich vorstellen, dass eben auch bei Menschen das so ist, dass das unterschiedliche Mikrobiom zwischen Männern und Frauen an den unterschiedlichen Hormonen liegt und dass wiederum das unterschiedliche Mikrobiom dazu führt, dass man mehr oder weniger stark an der Erkältung erkrankt. Doch was soll Mann eigentlich tun, wenn sie zugeschlagen hat? Die Männergrippe. Da gibt es unterschiedliche Strategien. Fürsorglich, Die Fürsorge auf alle ist da. Fälle. Die Fürsorge ist da. Dann gehe ich auch in die Apotheke und hole Es ist einer für den anderen da. Mittel. Und so soll es ja auch sein, das ganze Leben. Ja. Ich mache ihm schon einen Tee oder sowas oder eben eine Wärmflasche, was er eben gerade braucht. Aber eigentlich ist es besser, wenn man ihm dann die Ruhe lässt. Das heißt, ich bin definitiv nicht in dem Raum, wo er dann liegt. Doch auch eine gemeinsame Auszeit hat fast keine Nebenwirkungen.